Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Heute geht es um Pfad des Wassers. Version 2, 3, 4, je nachdem wie man zählen will. Die Neuerungen, ganz kurz erklärt, die Rollen gebe ich euch in einer Erklärung. Neben dem, welcher Spielertyp dafür eigentlich geeignet ist, denn ich habe super viele Spieler in meinen Matches über die letzten Tage gesehen, die eine für mich völlig falsche Rolle gewählt haben, als auch manche Rollen falsch genutzt haben. Dann macht das total keinen Sinn. Deshalb diese Empfehlung nochmal. Fangen wir an, es gibt 5 Rollen. Das ist der Speer, die Unterstützung, der Sanitäter, der Verteidiger und die Vorhut. Die Vorhut, ganz klare Empfehlung, starker Spieler. Warum? Die Marschgeschwindigkeit wird um 30% erhöht für die nächsten 60 Sekunden. Du kannst es in Summe während des Matches bis zu 4-mal aktivieren. Der Clou an der Sache ist, dass die nächsten 2 Schlachten sofort enden. Das bedeutet, wenn du als schwacher Spieler das nutzt, der gegen einen starken Spieler läuft, was passiert? Du verschwendest dieses Talent völlig, denn du bist zwar schneller am Ort, aber durch die Aktivierung des Skills endet die Schlacht sofort und der verteidigende Spieler, der starke Spieler, bleibt da drin. Das heißt, der Skill hat 0 Wirkung im Endeffekt. Du warst nur schnell und er war gegebenenfalls kurzzeitig fixiert. Bringt dir nichts, du willst ihn ja dann wenigstens für 10 Sekunden fixieren, damit er nirgendwo anders helfen kann. Daher Vorhut, starker Spieler. Kommen wir zum Verteidiger. Verteidiger, auch ganz klare Empfehlung, starker Spieler, Rally Lead, Typus. Da ist es auch wieder so, wenn er die aktiviert, kann auch bis zu 4-mal aktiviert werden, wird nach der nächsten Schlacht, die er gewonnen hat, die Lebenspunktezahl komplett wieder hergestellt, also er hat 100%. Warum das für einen schwachen Spieler nichts ist, erschließt sich, glaube ich, sofort, denn wenn du die Schlacht nicht gewinnst, bringt dir der Verteidiger nichts. Dementsprechend musst du ein Spieler sein, der zumindest weiß, dass er die meisten Matches gewinnen kann. Dann haben wir den Sanitäter und hier kommen wir zu einem Punkt, das ist definitiv für Joiner, denn es hat nichts mit eurem Marsch direkt zu tun. Und Sanitäter ist der Skill, den ich am häufigsten falsch verwendet gesehen habe. Der Sanitäter restort 70% der Truppenkampfkraft aller verbündeten Truppen in einem Gebäude, also sei es jetzt die Festung oder der Turm, die gerade nicht im Kampf sind. Das heißt, habt ihr zum Beispiel 5 Märsche in einer Festung, was per se fatal ist, aber anderes Thema. 3 davon haben zum Beispiel Verletzungen oder nicht die 100%ige Lebenskraft. Die sind aber gerade im Kampf. Das heißt, der erste wird davon nicht profitieren. Aber Nummer 2, 3, je nachdem, wer dort gerade verletzt ist, der nicht im Kampf ist, bekommt 70% wiederhergestellt. Das ist super an der Stelle. Da solltet ihr den Skill einsetzen. Setzt ihn niemals ein, wenn ein Marsch in einem Gebäude ist, der gerade im Kampf ist, weil es bringt nichts. Denn er ist im Kampf und damit kannst du nichts restoren. Nur alle, die nicht im Kampf sind. Aber ganz klare Empfehlung, Sanitäter ist der absolute Joiner-Typus-Spieler, der das nehmen sollte. Unterstützung auch aus meiner Sicht wieder Joiner-Typ, ist aber für mich einer der am wenigsten hilfreichen Skills, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr einen davon im Team habt, ist das gut. Sanitäter solltet ihr mindestens einen, wenn nicht sogar 2 im Team haben. Und jetzt kommen wir zum Speer. Der Speer ist grandios, könnt ihr aber als einzigen Skill von den ganzen nur 3-mal im gesamten Match verwenden und ihr könnt euch dort eben direkt zu einem beliebigen Ort teleportieren. Ihr könnt auch einen bestehenden Marsch, der irgendwo drin ist, der gerade nicht kämpft, rausnehmen und in ein anderes Zielgebiet packen. Mein persönliches Setup, mit dem ich super gut gefahren bin, Diamant 5 Sterne mittlerweile erreicht habe, ohne zu viel zu spielen und auch manche Klatschen kassiert zu haben, ist 3 Speer zu haben von starken Spielern und 2 schwache Spieler, die entweder Medic sind, also Sanitäter, oder eben 2 super starke Speer, 2 Medics und ein Unterstützer. Das ist mein Setup. Es gibt natürlich noch Verteidiger-Skill. Das ist aber für Spieler, die im Endeffekt nahezu alle Matches gewinnen, die pauschal meistens 25 bis 30 Kills in einer Runde haben. Das sind meine Empfehlungen. Ich hoffe, ich kann euch damit für die letzten 2 Tage vom Event nochmal helfen.